Hallo zusammen, ich nehme euch heute mit nach Gengenbach im Schwarzwald, wo alljährlich am 15. August zu Mariä Himmelfahrt zu Ehren der Mutter Gottes traditionell Kräuterbüschel in der Stadtkirche feierlich geweiht werden. Und ich erzähle euch was über die Stadt und dieser schönen Tradition des Kräuterbüschelbindens. Am 14. August, am Vortag des Feiertages, schaue ich schon erstmal nach Gengenbach, um mich zu informieren, was so an Vorbereitungsarbeiten schon geschehen ist. Die ersten Kräuterbüschel sind schon angekommen in der Kirche. Sie werden morgen geweiht. Morgen gibt es noch viel, viel mehr. Hunderte von Kräuterbüschel, von klein bis mittel bis groß, bis ganz, ganz groß. Und ich werde morgen berichten. Und weil ich doch heute schon mal hier bin, verweile ich noch am belebten Marktplatz und schaue dem entschleunigten Treiben am Samstagabend zu. Es kamen immer mehr Menschen auf den Marktplatz. Ups, da fiel mir ein, Samstagabend, da geht doch immer der Nachtwächter durch die Straßen von Gengenbach. Und man darf ihn begleiten. Ja, da werde ich doch gleich mal warten, bis er in seiner Uniform aus dem Rathaus kommt. Guten Abend, liebe Gäste. So, im Namen der Stadt und der Gastgebergemeinschaft Gengenbach heiße ich Sie alle zum heutigen Nachtwächterrundgang herzlich willkommen. Dieser Nachtwächterrundgang aus den Jahren 1490 und 1995 wieder eingeführt wurde, beinhaltet 11 Stationen. Das heißt, an 11 Stationen, vorwiegend in der Altstadt, singt der Nachtwächter seinen Stundenruf. Höret, was ich euch will sagen. Unsere Glock hat 9 geschlagen, bewahret Feuer und auch Licht, dass niemand ein Schaden geschieht. Menschen wachen kann nichts nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Lieb und Macht, schenk uns eine gute Nacht. Dankeschön. Vielen Dank für den herzlichen Applaus. Ich gehe jetzt nach dem Rundgang und wer mich begleiten möchte, geht mir einfach hinterher. Die Führungen sind kostenlos und man erfährt an 12 Stationen der Stadt so einiges aus früheren Zeiten. Und das schöne, althergebrachte Nachtwächterlied, was wir schon gehört haben, wird an jeder Station nochmal angestimmt und nach einer Stunde Führung singen dann alle schon mit. Gute Nacht, Gengenbach, bis morgen. Guten Morgen zusammen. Heute ist der 15. August, Mariä Himmelfahrt. Und ich bin wieder nach Gengenbach gefahren, um mir in der Kirche die Weihung der Kräuterbüschel anzuschauen. Es ist hier eine schöne Tradition, zu Mariä Himmelfahrt Kräuterbüschel zu binden. Und in Gengenbach ist es ganz besonders Tradition, die flach zu binden und so groß wie ein Wagenrad. Das ist eigentlich woanders nicht so üblich und deshalb außergewöhnlich. Und das schauen wir uns jetzt in der Stadtkirche mal an. Ich laufe über die Brücke des Flusses Kinzig. Im Hintergrund eines der 3 schönen Stadttore. Die Stadtkirche ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht mal zur Hälfte gefüllt. Voriges Jahr ist die Feierlichkeit gänzlich ausgefallen.
Auch die Gäste in der Stadt sind dieses Jahr schätzungsweise nur ein Viertel von dem Publikum der vorhergehenden Jahre. Schade. So, und jetzt habe ich mir auch noch ein Sträußchen gekauft bei den netten Damen. So, und jetzt zu den Kräuterbüscheln. Zu Ehren der Mutter Gottes werden am 15. August zu Mariä Himmelfahrt Kräuterbüschel gebunden und in der Kirche geweiht. Dieser Brauch geht zurück auf eine Legende, die besagt, dass die Apostel, als sie das Grab von Maria öffneten, nicht mehr ihren Leib, sondern wohlduftende Kräuter und Blumen vorfanden. Und daraus hat sich dieser Brauch entwickelt, der im Jahre 1000 entstanden ist. Die Tradition der Art der gebundenen Sträuße ist von Region zu Region unterschiedlich. Doch es sollten immer mindestens 7 verschiedene Kräuter enthalten sein. So zum Beispiel Salbei, Pfefferminz, Goldrute, Melisse, Lavendel, Schafgarbe, Johanniskraut, Beifuß, Kamille. Es werden in der Regel keine Gartenblumen verwendet, außer die Rose. Das ist nämlich die Blume der Mutter Gottes. In Gengenbach kann es dann schon mal vorkommen, dass so ein Strauß 60 Kilogramm wiegt. Die Kräuterbüschel werden dann in der Kirche gesegnet. Und mit dem Segen nehmen die Besitzer auch den Glauben an die Kraft der Kräuter mit nach Hause. Meistens verweilen die Sträuße noch ein paar Tage in der Kirche, da sich noch viele Menschen daran erfreuen können. Anschließend werden sie von den Besitzern abgeholt und zu Hause unter dem Dach an der frischen Luft werden sie aufgehangen. Sie sollen die Bewohner beschützen vor Krankheiten und Unheil. Bei den Bauern landen sie dann auch mal im Stall. Und dort sollen die Kräuterbüschel das Vieh vor Krankheiten und Seuchen schützen. Und am 23.12. werden sie dann in der Regel verbrannt und der Stall damit ausgeräuchert. Kennst du nicht, gell? Ist 1000 Gülden gut. Und wie lange haben Sie denn dazu gebraucht? Also das reine Binden habe ich 4 Stunden gearbeitet, aber bis halt alles gesucht und sauber gemacht. Und sauber putzen dauert auch lange, ne? Ja, aber ich habe auch viele Helden, die ein bisschen helfen. Bindeputzer. Ach, Sie sind der Putzer. Darf man das fotografieren? Das ist natürlich. Und sie ist der Binder. Noch wieder da. Sie ist der Binder. Und das ist meins. Ja, schwer zu tragen. Ah, nein. Ja, es geht noch. Es geht, ja, eben. Schön. Es ist ja das letzte Mal, dass ich hingehen kann. Ja, schön. Es sind Jagdgeschehen immer noch gut im Leben, oder? Schöne Orgel, echt ganz toll.
fahren Sie jetzt los? Herrlich. Ich bin aber da oben. Ich weiß nicht, dass der Fremde. Aber normal kriegt er sie wirklich nicht.